Unsere moderne Welt läuft auf einem unsichtbaren Betriebssystem. Mit einer Geste auf einem Smartphone bezahlen wir für einen Kaffee. An den Börsen der Welt jagen Händler den Kursen auf Dutzenden von Bildschirmen hinterher. Ein Klick und digitale Währungen überqueren in Sekunden Kontinente. Geld ist abstrakt geworden, schnell, fast magisch. Doch die Wurzeln dieses Systems liegen nicht in Silizium, sondern in Ton. Nicht in Computercode, sondern in einem Versprechen. Hier, auf dieser unscheinbaren Tontafel aus dem alten Mesopotamien, begann alles. Das Bankwesen ist eine der ältesten Erfindungen der Menschheit, älter als viele große Reiche. Es ist die Geschichte, wie wir lernten, einander über gewaltige Entfernungen und lange Zeiträume hinweg zu vertrauen. Diese Dokumentation zeichnet die Evolution dieses Vertrauens nach, von einem in Stein gemeißelten Versprechen bis zu einer durch Kryptographie gesicherten Transaktion. Es ist eine Geschichte von unglaublicher Innovation, immenser Macht, verheerenden Rückschlägen und der ständigen Suche nach einem System, an das wir alle glauben können. Dabei zeigt sich eine fundamentale Wahrheit. Das Bankwesen ist nicht nur ein Wirtschaftszweig, es ist eine grundlegende soziale Technologie, ein Betriebssystem, das komplexe Gesellschaften erst ermöglicht. Die frühesten Zivilisationen in Mesopotamien erkannten, dass eine Gesellschaft, die rein auf Tauschhandel basiert, an ihre Grenzen stößt. Um einen Tempel zu errichten, eine Armee zu finanzieren oder eine Handelskarawane auf eine monatelange Reise zu schicken, müssen Ressourcen mobilisiert werden, lange bevor ein Ertrag sichtbar wird. Dies erfordert Kredit, die Fähigkeit, auf zukünftigen Wert zu vertrauen. Die Entwicklung von Buchführung, Darlehen und Einlagen war daher keine Nebensächlichkeit, sondern die Voraussetzung für die Entstehung von Städten, Reichen und globalem Handel. Das Bankwesen ist die Infrastruktur, die Zivilisationen erst baubar macht. Die Grundprinzipien des Bankwesens, Einlagen, Kredite, Zinsen und Buchführung, wurden nicht in den Glashochhäusern der Neuzeit erfunden, sondern in den Tempeln und auf den Marktplätzen der Antike. Diese Epoche schuf den Bauplan, auf dem unser gesamtes Finanzsystem bis heute aufbaut, angetrieben von den praktischen Notwendigkeiten von Handel, Krieg und imperialer Verwaltung. Mesopotamien. Bankgeschäfte im Tempel. Die ersten Banken waren heilige Orte. In den großen Tempelkomplexen Mesopotamiens, etwa ab dem 2. Jahrtausend vor Christus, brachten Bauern ihre Getreideernte zur sicheren Aufbewahrung. Im Gegenzug erhielten sie eine Tontafel, die als Quittung diente. Die Priester, die diese riesigen Getreidespeicher verwalteten, machten eine entscheidende Beobachtung. Niemals holten alle Bauern ihr Getreide zur gleichen Zeit ab. Ein erheblicher Teil der Einlagen blieb immer im Speicher. Diese überschüssigen Vorräte begannen sie, an andere Bauern oder Händler zu verleihen, die Saatgut oder Kapital für eine Handelsreise benötigten. Für dieses Darlehen verlangten sie Zinsen, die ebenfalls in Getreide zurückgezahlt wurden. Dies war die Geburtsstunde eines fundamentalen Bankprinzips, des Mindestreservesystems, Fractional Reserve Banking. Die Bank hält nur einen Bruchteil der Einlagen als Reserve und verleiht den Rest. Gleichzeitig wurde mit dem silbernen Schekel eine standardisierte Recheneinheit eingeführt, die den Wert von Waren vergleichbar machte, auch wenn das Silber selbst nicht immer physisch den Besitzer wechselte. Griechenland, der Tisch des Geldwechslers. Im 4. Jahrhundert vor Christus war Athen das pulsierende Finanzzentrum der griechischen Welt. In den geschäftigen Häfen wie dem Piräus standen die Trapezitei an ihren Tischen, Trapeza, die Wurzel des Wortes Bank. Ihre ursprüngliche Aufgabe war es, die unzähligen verschiedenen Währungen der griechischen Stadtstaaten zu wechseln, eine unabdingbare Dienstleistung für den internationalen Handel. Aus dieser Funktion entwickelte sich schnell ein komplexeres Geschäft. Die Trapezitei begannen Einlagen anzunehmen, verzinste Darlehen zu vergeben und sogar Gelder zwischen verschiedenen Städten zu transferieren.
Ein Händler in Athen konnte bei einem Trapeziten Geld einzahlen und eine Anweisung erhalten, mit der er den Betrag bei einem Partner des Bankiers in einer anderen Stadt wie Ephesos abheben konnte, ein Vorläufer der modernen Überweisung. Trotz ihrer entscheidenden wirtschaftlichen Rolle genossen die Bankiers jedoch ein geringes gesellschaftliches Ansehen. Das Geschäft mit dem Geld galt als niedere Tätigkeit, die oft von Sklaven oder Nichtbürgern, Methöken, ausgeübt wurde. Rom. Finanzen im Herzen des Imperiums. Im Zentrum des Römischen Reiches, auf dem Forum Romanum, hatten die Argentarii ihre festen Stände, Taberni. Ähnlich wie ihre griechischen Tourndans entwickelten sie sich von einfachen Geldwechslern zu anspruchsvollen Finanzdienstleistern. Da das Römische Reich eine weitgehend einheitliche Währung hatte, verlagerte sich ihr Schwerpunkt schnell auf das Kreditgeschäft. Die Argentarii führten akribisch Buch in ihren Kontenbüchern, den Codices Accepti e Expensi, und ermöglichten bargeldlose Zahlungen durch Umschreibungen von einem Konto auf ein anderes. Für Transaktionen über weite Strecken nutzten sie eine Art Scheckanweisung, die Relegatio. Männer wie Lucius Caecilius Ocundus bauten regelrechte Finanzimperien auf mit Filialen in den größten Städten des Reiches und verwischten die Grenzen zwischen privatem Bankwesen und staatlicher Steuerpacht. Doch das System hatte auch seine Schattenseiten. Hohe Zinsen von bis zu 24% in Provinzen wie Ägypten führten zu Wucher und sozialem Elend. Die Entwicklung in der Antike zeigt deutlich, dass finanzielle Innovationen selten im luftleeren Raum entstehen. Sie sind eine direkte Antwort auf die Herausforderungen von Politik und Wirtschaft. Die Zersplitterung der griechischen Welt schuf den Bedarf an Geldwechslern. Die gewaltige Ausdehnung des Römischen Reiches erforderte sichere Methoden für den Geldtransfer. Und die Notwendigkeit, Staaten und Kriege zu finanzieren, trieb die Entwicklung von Kreditsystemen voran. Finanzen waren von Anfang an ein Werkzeug, geschmiedet im Feuer von Handel und Konflikt. Mit dem Fall Roms zerfiel auch das weitreichende Finanzsystem. Reisen wurden gefährlich, der Handel brach ein. In diesem Vakuum entstanden zwei ungleiche Akteure, die das internationale Bankwesen auf völlig neue Grundlagen stellten. Ein militärisch-religiöser Orden und ehrgeizige italienische Kaufmannsfamilien. Die Tempelritter, die erste multinationale Bank. Die Lösung für die Gefahren des mittelalterlichen Reisens kam von einer unerwarteten Seite, den armen Rittern Christi und des Salomonischen Tempels, besser bekannt als die Tempelritter. Ursprünglich gegründet, um Pilger im Heiligen Land zu schützen, entwickelte der Orden ein revolutionäres Finanzsystem. Ein Pilger in London konnte sein Vermögen in der stark befestigten Temple Church deponieren und erhielt dafür einen verschlüsselten Schuldschein. Mit diesem Dokument konnte er bei einer beliebigen Komturei des Ordens, zum Beispiel in Jerusalem, den entsprechenden Betrag in lokaler Währung wieder abheben. Dies war das erste sichere europaweite System für bargeldlosen Geldtransfer. Das Netzwerk des Ordens aus befestigten Stützpunkten funktionierte wie ein Filialnetz und ihr Ruf als fromme Krieger machte sie zu einer absolut vertrauenswürdigen Institution. Sie wurden zu den Bankiers von Königen und Päpsten. Doch ihr Reichtum und ihre Macht wurden ihnen zum Verhängnis. Der französische König, Philipp IV., der tief bei den Tempeln verschuldet war, zerschlug den Orden Anfang des 14. Jahrhunderts in einem brutalen Akt, um an dessen Vermögen zu gelangen. Die italienische Renaissance, die Kunst des Geldes. Während die Templer fielen, stiegen die italienischen Stadtrepubliken wie Florenz, Venedig und Genua zu den neuen Zentren des Handels und der Finanzen auf. Kaufmannsfamilien, die ursprünglich mit Waren wie Wolle handelten, erkannten, dass das Geschäft mit dem Geld noch lukrativer war. Sie entwickelten ein entscheidendes Instrument, das den internationalen Handel revolutionierte: den Wechselbrief Bill of Exchange. Ein Florentiner Kaufmann, der Wolle in England kaufte, musste nun keine gefährliche Schiffsladung voller Goldmünzen mehr mitschicken. Stattdessen konnte er bei einer Florentiner Bank einen Wechselbrief kaufen. Dieser wies einen Partner der Bank in London an, dem englischen Wollhandler den Betrag in englischer Währung auszuzahlen. Der Wechselbrief diente somit gleichzeitig als Zahlungsmittel, Kreditinstrument und Instrument zum Währungstausch. Er war das Papier, das den aufblühenden Handel der Renaissance ermöglichte.
Fallstudie, die Medici-Bank Gottes Bankiers. Keine Familie verkörpert den Aufstieg der italienischen Bankiers so sehr wie die Medici aus Florenz. Die von Giovanni di Bicci di Medici im Jahr 1397 gegründete Medici-Bank wurde zur größten und angesehensten Bank Europas. Ihr Erfolg basierte auf mehreren brillanten Innovationen. Holdingstruktur: Anstelle einer zentralisierten Bank schuf Giovanni ein Netzwerk von Partnergesellschaften. Die Leiter der Filialen in Rom, Venedig oder Genf waren nicht einfach Angestellte, sondern Teilhaber, die am Gewinn und am Risiko beteiligt waren. Dies verteilte das Risiko und motivierte die Manager. Doppelte Buchführung. Die Medici perfektionierten die Methode der doppelten Buchführung, bei der jede Transaktion als Soll und Haben in 2 verschiedenen Konten erfasst wird. Dies schuf eine bis dahin unerreichte finanzielle Transparenz und Kontrolle. Politische Weitsicht. Der entscheidende Schritt war, die Bankiers des Papstes zu werben. Die Medici-Bank wurde damit beauftragt, den päpstlichen Zenten, also 10% der Einnahmen der Gläubigen, in ganz Europa einzusammeln. Diese Verbindung zur Kirche verlieh ihnen immense Macht und Glaubwürdigkeit. Jeder wollte ein Konto bei der Bank des Papstes haben. Die Medici zeigten, dass das Bankenwesen mehr war als nur ein Geschäft. Es war ein Werkzeug zur Machtprojektion. Mit ihrem unermesslichen Reichtum kontrollierten sie die Politik von Florenz, ohne formell ein Amt innezuhaben. Sie finanzierten die Kriege von Königen und die Meisterwerke der Renaissance von Künstlern wie Michelangelo und Leonardo da Vinci. Sie hatten den Übergang vollzogen, vom reinen Dienstleister zu einem zentralen Machtfaktor, der Politik und Kultur aktiv gestaltete. Der spätere Niedergang der Bank durch Missmanagement und riskante Kredite an Herrscher ändert nichts an dieser historischen Leistung. Die Medici hatten bewiesen, dass derjenige, der den Geldfluss kontrolliert, die Welt kontrolliert. Die Renaissance hatte das Bankwesen professionalisiert, aber Geld war immer noch etwas Greifbares, eine Münze aus Gold oder Silber. Das folgende Zeitalter brachte die vielleicht radikalste Veränderung in der Geschichte des Geldes. Den Übergang von materiellem Wert zu abstraktem Vertrauen, manifestiert in Papiernoten und Aktienanteilen. Diese Abstraktion schuf ungeahnten Reichtum, aber auch eine neue, unsichtbare Gefahr, das systemische Risiko. Die Erfindung des Papiergeldes. Während Europa noch an Münzen festhielt, war Papiergeld in China bereits seit dem 11. Jahrhundert unter der Song-Dynastie im Umlauf. Die Erfindung von Papier und Druck ermöglichte es der Regierung, offizielle Banknoten wie die Zhaoqi auszugeben. Kaufleute bevorzugten dieses fliegende Geld, da es den Transport schwerer Kupfermünzen überflüssig machte. In Europa dauerte es bis ins 17. Jahrhundert, bis sich die Idee durchsetzte. Die erste offizielle europäische Banknote wurde 1661 in Schweden von der Stockholmsbanku ausgegeben. Der Auslöser war kein intellektueller Fortschritt, sondern schlichte Not. Schweden litt unter einer akuten Silberknappheit. Die Banknoten waren anfangs nichts anderes als Quittungen für hinterlegte Münzen, die aber bald als eigenständiges Zahlungsmittel zirkulierten. Die Öffentlichkeit war zunächst zutiefst misstrauisch. Wie konnte ein bedruckter Zettel den gleichen Wert haben wie eine schwere Silbermünze? Es war ein gewaltiger mentaler Sprung, der Vertrauen in eine Institution an die Stelle des Vertrauens in ein Edelmetall setzte. Die erste Aktiengesellschaft und die Börse. Um das Jahr 1602 stand die niederländische Kaufmannschaft vor einem Problem. Die Gewürzhandelsreisen nach Asien waren extrem profitabel, aber auch unglaublich teuer und riskant. Einzelne Händler konnten das Kapital und das Risiko für solche mehrjährigen Unternehmungen kaum allein tragen. Die Lösung war revolutionär. Die Gründung der Vereinigt Ostindische Kompanie, VOC, der ersten multinationalen Aktiengesellschaft der Welt. Die VOC sammelte Kapital, indem sie Anteile, Aktien, an die Öffentlichkeit verkaufte. Jeder, vom reichen Kaufmann bis zum einfachen Bürger, konnte investieren und wurde so zum Miteigentümer des Unternehmens, der am Gewinn und am Verlust beteiligt war. Dies war die Geburtsstunde der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Um den Handel mit diesen neuen Wertpapieren zu ermöglichen, wurde 1611 die Amsterdamer Börse gegründet, die erste reine Effektenbörse der Welt. Hier wurde der Wert eines Unternehmens nicht mehr durch seine physischen Güter bestimmt, sondern durch die kollektive Erwartung zukünftiger Gewinne. Die Geburt der Zentralbanken.
Mit der Verbreitung von Papiergeld und Aktien wurde das Finanzsystem komplexer und anfälliger. Private Banken gaben ihre eigenen Banknoten aus, was zu Verwirrung und Instabilität führte. Ein Bankrott konnte das Vertrauen in alles Papiergeld erschüttern. Die Regierungen, die ihre Kriege zunehmend über Schulden finanzierten, benötigten eine stabile Finanzarchitektur. Aus dieser Notwendigkeit heraus entstanden die Zentralbanken. Die schwedische Sveriges Riksbank, gegründet 1668, gilt als die älteste noch existierende Zentralbank. Das entscheidende Vorbild wurde jedoch die 1694 gegründete Bank of England. Ihre ursprüngliche Aufgabe war es, die Kriege des englischen Staates zu finanzieren. Doch ihre Rolle wuchs schnell. Sie erhielt das Monopol auf die Ausgabe von Banknoten und wurde zur Bank der Banken. Ihre wichtigste Funktion wurde die des Kreditgebers der letzten Instanz, Lender of Last Resort. Wenn eine Panik ausbrach und die Menschen massenhaft versuchten, ihre privaten Banknoten in Gold umzutauschen, ein Bankrun, könnte die Zentralbank den privaten Banken Liquidität zur Verfügung stellen und so einen Kollaps des gesamten Systems verhindern. Die Abstraktion des Geldes hatte eine neue, unsichtbare Gefahr geschaffen. Wenn der Wert des Geldes nicht mehr im Metall selbst liegt, sondern im kollektiven Glauben an eine Institution, dann ist dieser Glaube die wertvollste und zugleich zerbrechlichste Ressource des gesamten Systems. Die Zentralbank wurde nicht nur als Verwalterin des Geldes geschaffen, sondern als Hüterin dieses Glaubens. Die Geschichte des Bankwesens ist auch eine Geschichte seiner Krisen. Immer wiederkehrende Zyklen von Gier, übermäßigem Optimismus und Panik haben gezeigt, wie schnell das mühsam aufgebaute Vertrauen in das Finanzsystem zusammenbrechen kann. 3 historische Ereignisse dienen als Lehrstücke, die die Anatomie einer Finanzkrise offenlegen, von der einfachen Spekulationsblase bis zum globalen Systemkollaps. Die erste Blase, die holländische Tulpenmanie 1637. Im goldenen Zeitalter der Niederlande wurde eine exotische Blume aus dem Osmanischen Reich zum ultimativen Statussymbol, die Tulpe. Besonders seltene mehrfarbige Sorten wie die Semper Augustus wurden zu begehrten Sammlerobjekten. Schnell entwickelte sich ein spekulativer Rausch. Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, vom Knecht bis zum Grafen, investierten ihr Vermögen in Tulpenzwiebeln, nicht aus Liebe zur Botanik, sondern in der Hoffnung, sie schnell mit riesigem Gewinn weiterverkaufen zu können. Die Preise explodierten. Auf dem Höhepunkt der Manie kostete eine einzige Tulpenzwiebel mehr als ein stattliches Krachtenhaus in Amsterdam. Gehandelt wurde oft mit Terminkontrakten für Zwiebeln, die noch in der Erde steckten, eine frühe Form des Futures-Handels. Der Crash kam im Februar 1637 abrupt und ohne Vorwarnung. Bei einer Auktion fanden sich plötzlich keine Käufer mehr für die überhöhten Preise. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, Panik brach aus und die Preise stürzten ins Bodenlose. Die Tulpenmanie gilt als die erste gut dokumentierte Spekulationsblase der Geschichte und als zeitloses Beispiel für die Irrationalität der Märkte. Der Systemkollaps. Die Weltwirtschaftskrise 1929. Die goldenen Zwanziger in den USA waren eine Zeit des beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwungs und technologischen Fortschritts. Ein ungebremster Optimismus erfasste die Nation und führte zu einem Spekulationsfieber an der Börse. Normale Bürger kauften Aktien, oft auf Kredit, also Buying on Margin, in dem Glauben, die Kurse könnten nur steigen. Der Zusammenbruch kam im Oktober 1929 mit dem Börsencrash am Schwarzen Donnerstag, also in Europa aufgrund der Zeitverschiebung als Schwarzer Freitag bekannt. Dies löste eine verheerende Kettenreaktion aus. Börsencrash, Millionen von Anliegern verloren ihr Vermögen. Bankenkrisen. Aus Angst um ihre Ersparnisse stürmten die Menschen die Banken, also Bankruns, was Tausende von Instituten in den Konkurs trieb. Globale Ansteckung. Amerikanische Banken zogen ihre Kredite aus dem Ausland, insbesondere aus der wirtschaftlich fragilen Weimarer Republik, abrupt ab. Die Krise wurde zur Weltwirtschaftskrise. Realwirtschaftlicher Einbruch. Unternehmen gingen bankrott. Die Industrieproduktion brach ein und die Arbeitslosigkeit erreichte katastrophale Ausmaße. In Deutschland stieg sie auf fast 30%. Die Weltwirtschaftskrise war mehr als nur eine Finanzkrise. Das soziale Elend und die politische Verzweiflung schufen den Nährboden für den Aufstieg extremistischer politischer Kräfte wie der NSDAP in Deutschland,
was die verheerende Verbindung zwischen finanzieller Instabilität und politischer Katastrophe offenbarte. Der moderne Meltdown, die globale Finanzkrise 2008. Die Krise von 2008 war die komplexeste und global vernetzteste der Geschichte. Ihre Wurzeln lagen auf dem US-Immobilienmarkt, der durch niedrige Zinsen und den politischen Willen, möglichst vielen Amerikanern den Traum vom Eigenheim zu ermöglichen, angeheizt wurde. Banken vergaben massenhaft riskante Subprime-Hypotheken an Kreditnehmer mit geringer Bonität. Das eigentliche Problem entstand durch Finanzinnovationen, die dieses Risiko verschleiern und weltweit verteilen sollten. Im Originate-to-Distribute-Modell behielten die Banken die Kredite nicht, sondern bündelten Tausende davon zu neuen Wertpapieren, sogenannten Mortgage-Backed Securities, MBS, und verkauften sie weiter. Diese MBS wurden dann wiederum zerlegt und in noch komplexere Produkte, Collateralized Debt Obligations, CDOs, neu verpackt. Ein fataler Interessenkonflikt bei den Ratingagenturen verschärfte die Lage. Agenturen wie Moody's und Standard & Poor's, die von den Investmentbanken für die Bewertung bezahlt wurden, gaben diesen hochriskanten finanziellen Giftmüllpaketen die Bestnote AAA. Pensionsfonds, Versicherungen und Banken auf der ganzen Welt kauften diese Papiere im Glauben, sie seien sicher. Als der US-Häusermarkt ab 2007 zu bröckeln begann und die Subprime-Kreditnehmer ihre Raten nicht mehr zahlen konnten, wurde die Fiktion aufgedeckt. Die MBS und CDOs erwiesen sich als wertlos. Am 15. September 2008 ließ die US-Regierung die Investmentbank Lehman Brothers bankrott gehen. Dies war der Funke, der das Pulverfass zur Explosion brachte. Da keine Bank mehr wusste, welche andere Bank wie viele dieser toxischen Papiere besaß, brach das Vertrauen im Interbankenmarkt vollständig zusammen. Der globale Geldkreislauf kam zum Erliegen. Nur durch massive Rettungsaktionen und das Drucken von Billionen von Dollar konnte ein totaler Kollaps des Weltfinanzsystems verhindert werden. Die Krise von 2008 offenbarte ein perverses Anreizsystem im modernen Finanzwesen. Die Gewinne aus dem Eingehen exzessiver Risiken wurden von den Banken privatisiert, während die katastrophalen Verluste von der Allgemeinheit durch staatliche Rettungspakete sozialisiert wurden. Es war der ultimative Verrat am Vertrauen, das die Grundlage des Bankenwesens bildet. Nach der Erschütterung durch die Krise von 2008 steht das Bankwesen vor seiner vielleicht größten Transformation. Eine Welle technologischer Innovationen, angetrieben von Daten, Algorithmen und dezentralen Netzwerken, stellt das traditionelle Geschäftsmodell der Banken fundamental in Frage. Wir betreten eine neue Ära, in der das Wesen des Geldes und des Vertrauens neu definiert wird. Die Fintech-Revolution und die Entbündelung der Bank. Jahrhundertelang war eine Bank eine monolithische Institution, die eine breite Palette von Dienstleistungen unter einem Dach anbot. Girokonten, Kredite, Anlagen, Zahlungsverkehr. Heute zerlegen agile Technologieunternehmen, sogenannte Fintechs, dieses Bündel in seine Einzelteile. Spezialisierte Anbieter wie PayPal für Zahlungen, Klarna für jetzt kaufen, später bezahlen Kredite oder diverse Neo-Broker für den Aktienhandel greifen gezielt einzelne profitable Segmente des Bankgeschäfts an. Mit überlegener Technologie, schlankeren Strukturen und einem besseren Nutzererlebnis bieten sie oft günstigere und bequemere Alternativen und zwingen die etablierten Banken, sich neu zu erfinden. Der Aufstieg der Algorithmen. KI in der Finanzwelt. Während Fintechs die Kundenschnittstelle angreifen, revolutioniert künstliche Intelligenz, KI, das Innenleben der Finanzinstitute. KI-Systeme sind in der Lage, riesige Datenmengen, Big Data, zu analysieren und Muster zu erkennen, die für Menschen unsichtbar sind. Ihre Anwendungsbereiche sind vielfältig. Betrugserkennung, KI-Modelle wie das der Deutschen Bank, genannt Black Forest, überwachen Millionen von Transaktionen in Echtzeit, um verdächtige Aktivitäten wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu identifizieren. Kreditvergabe. Anstatt sich nur auf traditionelle Bonitätsprüfungen zu verlassen, können KI-Algorithmen eine Vielzahl von Datenpunkten analysieren, um die Kreditwürdigkeit eines Antragstellers präziser zu bewerten. Personalisierte Beratung.
Algorithmen analysieren das Portfolio eines Kunden und schlagen auf Basis seines Risikoprofils und des Marktgeschehens passende Anlageprodukte vor. Ein Ansatz, der als Next Best Offer bekannt ist. Die ultimative Disruption? Blockchain und dezentrale Finanzen DeFi. Die vielleicht radikalste Herausforderung für das traditionelle Finanzsystem kommt von der Blockchain-Technologie. Eingeführt mit Bitcoin im Jahr 2009, ist die Blockchain im Kern ein dezentrales, verteiltes und unveränderliches digitales Kassenbuch. Anstatt dass eine zentrale Instanz wie eine Bank oder eine Regierung die Transaktionen verwaltet und verifiziert, wird diese Aufgabe von einem globalen Netzwerk von Computern übernommen. Vertrauen wird nicht durch eine Institution, sondern durch kryptografische Sicherheit und Transparenz geschaffen. Auf dieser Technologie baut ein völlig neues Ökosystem auf, Decentralized Finance, DeFi. DeFi zielt darauf an, ein komplettes Finanzsystem ohne traditionelle Vermittler zu schaffen. Mithilfe von Smart Contracts, selbst ausführenden Computerprogrammen, die auf der Blockchain laufen, können Nutzer direkt miteinander interagieren, um Kredite aufzunehmen oder zu vergeben, Vermögenswerte zu handeln oder Versicherungen abzuschließen. Diese Entwicklung markiert einen fundamentalen philosophischen Wandel. Die gesamte bisherige Geschichte des Bankwesens war der Versuch, vertrauenswürdige Institutionen zu schaffen. Tempel, Kaufmannsgilden, Zentralbanken. Die Finanzkrise von 2008 hat dieses institutionelle Vertrauen schwer beschädigt. DeFi schlägt eine Alternative vor. Vertraue nicht fehlbaren Menschen und Institutionen, sondern der Unbestechlichkeit von Mathematik und offenem Computercode. Es ist der Übergang von einem System des institutionellen Vertrauens zu einem System des algorithmischen Vertrauens. Ob dieses neue Paradigma die Versprechen von mehr Zugänglichkeit und Transparenz einlösen kann oder ob es neue, unvorhergesehene Risiken wie Hacks, Betrug und systemische Instabilität birgt, ist die zentrale Frage, die die Zukunft der Finanzen bestimmen wird. Unsere Reise durch 5000 Jahre Bankgeschichte hat uns von den Getreidespeichern Mesopotamiens zu den dezentralen Netzwerken der Blockchain geführt. Wir haben gesehen, wie aus einer Tontafel ein Wechselbrief wurde, aus dem Wechselbrief eine Aktie, aus der Aktie ein komplexes digitales Derivat und schließlich aus dem Derivat eine Zeile Code in einem globalen, autonomen System. Bei jeder dieser Metamorphosen stand eine Konstante im Mittelpunkt: die Notwendigkeit, Vertrauen zu schaffen, um menschliche Zusammenarbeit in immer größerem Maßstab zu ermöglichen. Das Bankwesen war und ist die Technologie, die es uns erlaubt, Werte über Zeit und Raum hinweg zu transferieren, in die Zukunft zu investieren und kollektive Projekte zu realisieren. Die Geschichte zeigt auch ein ständiges Pendeln zwischen zwei Polen: Zentralisierung und Dezentralisierung. Die Macht und Stabilität zentraler Institutionen wie der Medici-Bank oder der modernen Zentralbanken steht der Gefahr von Machtmissbrauch, Ineffizienz und systemischen Krisen gegenüber. Die Versprechen von Dezentralisierung, mehr Zugang, Transparenz und Widerstandsfähigkeit stehen den Risiken von Chaos, Betrug und mangelnder Regulierung gegenüber. Die verheerenden Krisen, von der Tulpenmanie bis zum Kollaps von 2008, waren oft die Folge eines gescheiterten zentralisierten Vertrauens und gaben den Anstoß für neue, auf dezentralere Ansätze. Heute stehen wir an einem weiteren dieser Wendepunkte. Die Technologie wird sich weiterentwickeln, die Instrumente werden sich verändern. Doch die fundamentale Frage bleibt dieselbe wie im alten Sumer: Wem oder was vertrauen wir? Werden es reformierte und strenger regulierte traditionelle Banken sein? Werden es die globalen Technologiekonzerne sein, die mit ihren riesigen Datenmengen und Plattformen in die Finanzwelt vordringen? Oder werden wir unser Vertrauen in dezentralisierte Protokolle und autonomen Code legen, in ein System, das verspricht, ohne menschliche Vermittler auszukommen? Das nächste Kapitel in der langen Geschichte des Bankwesens wird gerade erst geschrieben und seine Handlung wird davon abhängen, welche Antwort wir auf die uralte Frage nach dem Vertrauen finden.